Liebe Eltern, bevor wir uns ausführlich mit der kranken Haut beschäftigen, wollen wir uns bitte ein paar Gedanken über den Umgang mit hautkranken Kindern machen. Die Haut ist unser wichtigstes und erstes, einziges Kontaktorgan zur Umwelt. Durch die Haut erfahren wir als Säuglinge als erstes sanfte, liebevolle Berührung durch Mutter oder Vater. Durch sie nehmen wir später Kontakt zu anderen Personen auf. Durch sie erleben wir Liebe und Zuwendung. Streicheln und Händchen halten hilft uns und auch unseren Partnern in Krankheiten und Krisensituationen. Viele moderne Forschungen haben diese alten Erfahrungen unter Beweis gestellt und alte Binsenweisheiten wieder bestätigt. Eine chronische Hauterkrankung bleibt deshalb nicht ohne Folgen. Unser Selbstwertgefühl leidet, wenn wir anderen die Hand geben und die zurückzucken, weil sich die Haut einfach komisch anfühlt. Oder Kinder, die im Kindergarten einfach angesprochen werden, wie schaust denn du komisch aus? Unsere Selbstwahrnehmung ändert sich einfach, wenn wir von anderen seltsam angeblickt werden oder die anderen einfach schamvoll wegschauen, wenn sie uns irgendwie komisch finden. Der Kontakt zu Eltern, Geschwistern und Gleichaltrigen kann sehr, sehr kompliziert werden. Eigentlich ohne Not. Aber umso wichtiger ist die verantwortungsvolle Pflege, der verantwortungsvolle Umgang der nächsten Personen mit einem hautkranken Kind. Psychologische und psychosomatische Gesichtspunkte dürfen da einfach nicht außer Acht gelassen werden. Die Kinder wünschen sich intensiv einen normalen Umgang. Das gilt vor allem für Jugendliche oder junge Erwachsene. Aber was ist schon normal? Oft wird einfach die vermeintlich normale Sorge von Eltern als Übergriff und Bevormundung wahrgenommen. Man muss also darüber reden, man muss darüber diskutieren, was normal ist und was einfach unerwünscht ist. Man hat früher bestimmte Auffälligkeiten im Benehmen von Neurodermitikern als Ursache und nicht als Folge der Erkrankung aufgefasst. So kam der Begriff Neurodermitis zustande. In der Regel erkrankt aber erst die Haut und dann die Seele. Gleichwohl kann sich bei dieser Erkrankung natürlich ein Teufelskreis ausbilden. Denken Sie nur an einen Jugendlichen, der bei jedem Rendezvous mitkriegt, dass sein Gesichtsexem förmlich explodiert. Wir sprechen später nochmal darüber. Oder ein Kindergartenkind, das gehänselt wird. Der Juckreiz lässt auch manchen Ekzemkranken förmlich aus der Haut fahren, sodass er voller Wut die eigene Haut angreift und natürlich damit das Ekzem nur verschlimmert. Eltern von betroffenen Kleinkindern werden immer wieder angesprochen und mit abenteuerlichen Behandlungsvorschlägen konfrontiert. Vielleicht auch mit Vorwürfen, weshalb sie denn als Rabenmutter oder als Rabenvater sich überhaupt nicht um ihr Kind richtig kümmern. Oft, das ist fast das Schlimmste, werden sie auch Opfer von Heilern, also von Leuten, die ihnen messianische Heilslehren andrehen wollen. Man muss lernen, rechtzeitig wegzuhören. Viel wäre hier noch zu sagen über sinnvolle ergänzende Verfahren wie funktionelle Entspannung, also Entspannungsmethoden generell, zum Teil die Akupunktur, Ernährung und Ernährungstherapie und vieles andere mehr, aber auch über sogenannte Alternativmethoden, die nichts taugen. Zum Schluss jetzt noch eine Bitte: Bleiben Sie kritisch gegenüber allen Heilslehren und nutzen Sie die Erfahrungen einer seriösen Naturheilkunde. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.